Hallöchen, ihr Lieben. Der Hund und ich, wir sind heute im Osten von England in Essex, in einem kleinen Dörfchen, das nennt sich Manningtree. Und es ist wirklich eine wunderschöne Gegend, aber sie birgt auch eine sehr dunkle Geschichte. Denn hier hat eine der grausamsten Karrieren ihren Lauf genommen, die des Hexenjägers Matthew Hopkins. Und auf dessen Spuren, so dunkel sie auch sind, möchte ich heute ein bisschen wandeln im Gedenken an all die unschuldigen Opfer, die seinen schrecklichen Taten zum Opfer gefallen sind. So, ich laufe jetzt zur South Street. Dort befindet sich der älteste Pub des Ortes. Dieser wurde 1605 gegründet und dort in unmittelbarer Nähe lebte einst Matthew Hopkins. Geboren wurde Hopkins in dem Nachbarort Great Wenham um das Jahr 1620 herum als Sohn eines wohlhabenden puritanischen Geistlichen. Und nach dem Erreichen der Volljährigkeit, damals im Alter von 21 Jahren, zog er dann nach Manningtree. Ja, und hier war es dann auch, wo er angeblich eine Hexe belauschte, die mit ihren Kobolden sprach, von denen man glaubte, dass sie oftmals die Form von Tieren annehmen, was natürlich automatisch jeden in den Fokus rückt, der ein Haustier besitzt oder auf der Straße eine Katze streichelt und diese mit ein paar Worten begrüßt, so wie man das als Tierliebhaber ja gerne mal macht. Und es waren oft auch ältere und einsame Witwen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Und wer weiß, was Hopkins sich angestachelt vom allgemeinen Hexenwahn so alles einbildete, dass er sich selbst den Titel Witchfinder General gab und sich sozusagen einen Generalsrang als Hexenjäger zulegte, spricht schon sehr für eine fanatische Natur. Hinter dem Red Lion Inn gibt es eine kleine Grünfläche mit einer Holzbank, die wie ein kleiner idyllischer Park wirkt. Doch am 18. Juli 1645 wurden hier 4 Frauen aus der Region wegen Hexerei gehängt. Entgegen der Hollywood-Darstellung wurden Hexen im England des 17. Jahrhunderts nicht verbrannt, sondern gehängt. Eine Erinnerungstafel mit den Namen der Opfer hängt an einer Wand in der High Street. Und ich laufe nun zum Nachbarort Mistley, wo Hopkins nach dem Tod seines Vaters als Jugendlicher einige Zeit lebte, bevor er dann im Erwachsenenalter nach Manningtree zog, wo sich eben alles entfaltete. Und zwischen diesen beiden Orten gibt es einen kleinen Fischteich mit einer Steinbrücke. Die Brücke selbst wurde erst im 18. Jahrhundert erbaut, also nach den Hexenprozessen. Doch Gewässer wie diese wurden von Hopkins genutzt, um die Schuld oder Unschuld
mutmaßliche Hexen durch ein grausames Verfahren zu testen, dem sogenannten Schwimmtest. Hier wurde das Opfer gefesselt und ins Wasser geworfen, und schaffte man es, sich irgendwie über Wasser zu halten, galt man als Hexe. Man glaubte, dass Wasser das heilige Element der Taufe sei, die eine Hexe, welche einen Pakt mit dem Teufel eingegangen war, ablehnte und daher vom Wasser abgestoßen wurde. Ging man unter, galt man als unschuldig, war aber leider tot, und laut einer lokalen Legende soll der Geist von Matthew Hopkins im Gewand des 17. Jahrhunderts in Vollmondnächten hier herumspuken. Wer weiß, vielleicht immer noch auf der Suche nach Hexen. Man muss es ehrlich sagen, zum Glück wurde Matthew Hopkins nicht besonders alt. Er starb am 12. August 1647, wahrscheinlich im Alter von etwa 27 Jahren, an Tuberkulose. Doch dieses kurze Leben reichte aus, um zusammen mit seinem Kollegen John Stern in nur 3 Jahren mehr Menschen wegen Hexerei hinrichten zu lassen, als jeder andere Hexenjäger Englands. Und ich habe mich vorhin mit einer Dame der lokalen Arbeitsgruppe für Geschichte unterhalten, und diese sagte mir, dass Hopkins nicht auf dem Friedhof der Mistley Towers begraben ist, wie oft im Netz zu finden ist. Diese Information muss wohl falsch sein. Stattdessen wurden seine letzten Überreste in Mistley Heath begraben, auf dem Gelände, wo früher die St. Mary Church stand, von der jedoch nichts mehr übrig ist. Und da Hopkins Puritaner war, wurde er in puritanischer Manier beerdigt, also ohne großes Brimborium und ohne Grabstein. An der Stelle, wo seine letzten Überreste liegen, ist heute nur noch eine grüne Wiese, die in Privatbesitz ist. Und es ist fast so, als hätte er nie existiert. Was übrig bleibt, ist die Erinnerung an einen der berüchtigsten Hexenjäger Englands und seiner unschuldigen Opfer.